Ich habe irgendwie ein Gym gesehen. Was? Warum? Ja. Well, hi, everybody. My name is James Tree Gilmore. I am a teacher of natural spirituality and also an advisor or elder for a federally recognized Native American community here in the United States called the Keepers of the Sacred Traditions. I've been on my spiritual path since I was a young boy, after camping with my dad and having a very unusual experience with what I called God at the time. And I don't use that word because it so boxes in the idea of what we're talking about, of a greater entity. I like to use the word great mystery, but we can use the word God. It doesn't matter what we call it, but it's just acknowledging that there is a greater understanding and something that does operate out of love, that takes care of us and helps us and guides us. I have a lot of other backgrounds. I spent 30 years in the allopathic medical world and 25 years in the alternative medical world side by side. And the experiences I've had, I've developed several different types of hands-on therapy that work really, really well. And what I'm going to talk about is how it's evolved over the last couple of years into long-distance healing. Now, I've always been a very physical, hands-on healer. And some of you have been to my classes and know that I teach using tapping instruments to release restrictions in the body and all these things. But with COVID, should I oh, sorry. Go ahead. Thank you. I don't know how much I remember now. Just tell them that I'm a Cherokee elder, a hands-on healer, and a 30 years of being in the allopathic hospital world. And okay. Ist einer der Älteren der Cherokee und hat viel Erfahrung in der Hands-on, also in der Behandlung mit Händen seit 25 Jahren. Er war aber auch 30 Jahre in der allopathischen, also in der Schulmedizin tätig. Und er hat selber auch viele Erfahrungen über das Tapping gemacht, um Restriktionen zu lösen. Und ganz am Anfang hat er noch gesagt, dass er als kleiner Junge seine spirituelle Erfahrung bei einem Campingtrip hatte mit seinem Vater und da eine Begegnung mit Gott hatte, wobei er den Begriff Gott eher nicht so verwendet, sondern ich glaube, es war große, you said great mystery or instead of God, right? Yeah, because it is a great mystery. We really don't understand. Große Mysterie und letztendlich geht es die Liebe. I think I tried to get as most as possible. You did well. You got a lot of stuff that I wouldn't have repeated. Okay, so first, I'm just going to dive right into where we are as human beings, as a evolutionary, where we are in the evolution of being a human being. Okay, er taucht zunächst ein, wo wir als Menschen gerade sind in der Evolution oder in der Entwicklung der Evolution. We as human beings are physically evolving, as well as, I guess you'd call it spiritually evolving. And we have senses that are awakening, like what they call the third eye. Also wir entwickeln uns gerade sowohl körperlich als auch spirituell. Und es ist ein Erwachen und wir haben etwas wie das dritte Auge. The third eye is how we see into the next dimension. And it is the pineal gland. Es ist das dritte Auge ist etwas, wo wir in die nächste Dimension schauen können, und es ist da, wo die Zirbeldrüse sitzt, oder es ist etwas wie die Zirbeldrüse.
the pineal gland is basically right in the center of the brain, and it looks like a little pine cone about as big as my little finger, the tip of my little finger. Die Zirbeldrüse ist ungefähr in der Mitte unseres Gehirns, sieht aus wie eine Ananas und ist ungefähr so groß wie das Ende des kleinen Fingers. The pineal gland by modern day medical scientists is called the hallucinogen gland. Von den Wissenschaftlern ist die Zirbeldrüse als die Halluzination. die halluzinierende Drüse genannt, oder Barbara? Ja. It secretes a lot of chemicals, and one of them gives us visions and dreams and hallucinations. Sie hat viele Hormone und gibt uns darüber Träume, Halluzinationen und Visionen. So actually, rather than calling it the hallucination gland, it should be called the third eye that sees into other realms or other dimensions. Also sollte es statt die Halluzinationsdrüse, sollte sie genannt werden, die Drüse, die uns die Möglichkeit gibt, in andere Dimensionen und andere Räume zu schauen. One of the techniques I developed based on osteopathic principles is to help reprogram our subconscious mind by tapping with a finger right in the middle, right above your nose and right in the middle of the forehead for 30 seconds. And what that does is it causes a vibration in the brain. Eine der Techniken, die ich osteopathisch entwickelt habe, war mit dem Finger knapp oberhalb der Nasenwurzel zu klopfen, also das ist das Tapping, und es verursacht Vibrationen direkt im Gehirn. When you tap right here, inside the skull, there is a membrane that divides parts of the brain up. Wenn man da klopft, dann gibt es im Gehirn eine Membran, die anfängt zu vibrieren. By tapping gently for 30 seconds at about 2 to 3 times a second, it sets up a vibration in the brain and it stimulates the pineal gland as well as many other parts of the brain. Indem man mit einem Klopfrhythmus in 1 bis 2 Klopfen pro Sekunde gibt es Vibrationen, die genau auf die Zirbeldrüse gehen oder die in Schwingung versetzen, neben auch anderen Strukturen im Gehirn. Now, don't do it longer than 30 seconds, but don't do it less than 30 seconds. Also bitte nicht länger als 30 Sekunden machen, aber auch nicht kürzer. And this is just a way you can stimulate your pineal gland, which helps you hear and communicate with your own self in the next dimension. This is a little quantum mechanics. Durch die Stimulation der Zirbeldrüse kann man mit dem Selbst in der nächsten Dimension kommunizieren, aber auch im Hier und Jetzt, also die Verbindung schaffen. So, Jim, here's a question. yes, What happens when you stimulate more or longer? it irritates you. The brain doesn't like to have too much physical tapping. Also wenn man länger klopft, dann wird das Gehirn und die Zirbeldrüse irritiert und wird irritiert. So what's happening with the human race is we are starting to evolve into a multidimensional being. Some of our organs are multidimensional. The brain is one and the physical heart is another. Also was mit der menschlichen Rasse passiert ist, dass wir in ein multidimensionales Sein uns entwickeln und wir haben Organe, die multidimensional sind und eins davon ist das Gehirn und das andere ist das Herz. We're going to talk about communicating with the brain that is in the heart. There are actually, I don't know how many, but an awful lot, like maybe a million or more brain cells that are in the physical heart
tissue. Wir sprechen von der Kommunikation Gehirn und Herz und was wichtig ist, ist, dass im Herzen, ich glaube, die Zahl habe ich jetzt nicht mehr mir merken können, aber ich glaube 1 Million Zellen, die Nervenzellen im Herzen sind, also Gehirnzellen. And the last thing I'll say about this is, and then we'll go right into the language, is that over the last few years, many physicians and other types of healers have learned how to do long distance healing. Say maybe it's over Zoom, maybe it's over a phone. The way I do it, I call the person, talk to them for a few minutes, then have them lay down. And from 1,200 miles away, I then do cranial work on a surrogate. Sometimes it's even my own body. And it's amazing. It's amazing the effectiveness of the healing ability, physical healing ability, like really severe illnesses that can be done energetically. Now, the last thing about that is, and I know we've got doctors online right now here that have been doing that. And I want to learn more from them. So, but I will mention that the original Indigenous Australian healers have been, for 30,000 years, have been healing long distance. And even some of you have read a couple books out there where they talk about healing a broken bone that was protruding out of the leg without even touching the person. And I actually learned from a man over in Australia, Frank Ansell, and he's a traditional healer over there. And I watched him heal people from, actually, I watched him adjust a woman's back, boom, 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 from about 12, 15 feet away without ever touching her. And I was standing there, I could hear her vertebrae realigning and popping. So this has been around for a long time, but it's not been part of our modern medicine. Now, I'll mention. I have to. Okay, sorry. Er spricht über die Long-Distance-Heilung. Er hat selber jetzt Erfahrungen gemacht über Zoom oder über die Long-Distance-Heilung, die er gemacht hat, über kraniosakrale Arbeit. Aber er hat auch da schon vor längerer Zeit Erfahrung mit Australien gemacht. I forgot now the name. Tim, what was the name? Frank Ansell, A-N-S-E-L, I believe. Der in Australien auch schon, also in Australien ist schon über längere Zeit Long-Distance-Heilung erfolgt und er hat ihn auch beobachtet und hat von 5 Meter Entfernung beobachtet, wie er von 5 Meter Entfernung auch eine Frau geheilt hat und er hat auch schon, es gibt auch Erfahrungen, dass Knochenbrüche ohne Berührung geheilt wurden. Okay, I got a little sidetracked here. Frank, Jim, how can I pin it that it doesn't jump between you and me when I'm talking? There's a possibility, I think, that I'm not. Hier oben rechts rein in Galerieansicht und nicht Sprecheransicht. Oben rechts, wenn du auf nur Zoom unter gehst, Galerie. nur Okay. auf Galerie. Dann springe ich nicht rein. Genau. Okay, gut. Genau. Yeah, I'm sorry. Actually, my computer folded up on me and shut me off when you were talking. And so I had to open it up and it had to re-recognize me and all that stuff. So that may have thrown things off a bit. So the Aboriginal, I'm sorry, that's an incorrect term nowadays. The Indigenous Australians have been doing this type of thing for a long time. They also can communicate with each other. And this is what the language is about, is communication. They can communicate. Also die australischen Ureinwohner
haben die Energiemedizin oder auch diese Art der Heilung schon über eine lange Zeit gemacht und auch die Kommunikation. Und das ist das, worüber die Original Language geht, die Kommunikation. Okay. So with that being said, that's just a little where we are as human beings. We're starting to learn to communicate at long distances intuitively. We're learning how to communicate into other dimensions. And I'm going to talk about how you can gather information from the next dimension by communicating with basically it's your own self. It's part of you that already exists. It's kind of out there, but it's like the full expression of who you are as a human spirit, but in the next dimension, which is called hyperspace by the scientists. Wait. Die Kommunikation, die wir gerade anfangen zu betreten, ist die Kommunikation über lange Distanzen, aber auch die Kommunikation in die nächste Dimension. Und das ist der Bereich, den wir gerade erst betreten. Und es ist auch genannt Hyperdimension, also Überdimension. Okay, and you can, well, and why would you want to do that? Because it's just like in the old days when we would pray and ask God to give us information or to help us. What we've discovered is that it doesn't replace God by any means. It just brings a clearer understanding of what we're communicating with. Also in den alten Tagen, als wir zu Gott gebetet haben, das ist nur eine andere Möglichkeit der Kommunikation. Den letzten Satz habe ich jetzt leider irgendwie nicht. Barbara, was hat er noch gesagt? Ich habe jetzt auch nicht ganz zugehört. Es war das Gebet, dass wir jetzt einen anderen Zugang zu Gott haben als über das Gebet, so ungefähr. I didn't get it completely, Jim. Okay. I lost the last sentence. Okay, I don't remember what it was. It's fine. So, what is the original language? It is the first language that not only humans spoke, but everything's communicated with it. The birds, the animals, the stars, the angels or spirit beings, everything spoke this one language. Also was ist die originale Sprache? Die originale Sprache ist die ursprüngliche Sprache, die alles gesprochen hat. Also sowohl die Pflanzen als auch die Tiere, die Sterne, die Engel. Jeder hat diese ursprüngliche Sprache gesprochen und hat damit kommuniziert. Every culture talks about this. In the Native American cultures, and I don't know about the indigenous Australians, but they talk about a time when we communicated with animals and birds. Everybody communicated back and forth. And from my personal experience, I've had many times where I've talked with birds or animals or other creatures and have had amazing interactions with them. Also die originale Sprache kommt in allen Kulturen oder wird in allen Kulturen erwähnt, sowohl bei den Ureinwohnern, also er denkt sowohl bei den Ureinwohnern Australiens, aber auch bei den Ureinwohnern Amerikas, und es wird überall erwähnt, dass es so ist, und er hat extrem gute Erfahrungen, indem er schon mit Pflanzen und Tieren kommuniziert hat. There's somebody who I had hoped would be on here, but she's working, I believe. A lot of Ludmilla. I think Ludmilla is there. She's with Christina. Oh, okay. Right. Well, Barbara, how long ago did we have that class in the wintertime and had the Fox Lodge? Was that 10 years ago?
I think it was more time, I think 12 or 13 years ago. We had the class at Fox Lodge, yeah. Okay, that was the first time I taught about this original language. But the first thing I have to say about it is you can't learn, hi Ludmilla, you can't learn the language, you have to remember it. And so what do I mean by that? Also vor 12, 13 Jahren hatten sie zusammen, also die Barbara und die Ludmilla waren auch da dabei, einen Kurs zusammen und haben da auch, oder hat er das erste Mal die Original Language gelehrt und er sagt, man kann die originale Sprache nicht erlernen, sondern man muss sich erinnern. At that particular class, I was teaching about ceremony, the sacred pipe ceremony. And I was explaining about when I pray, sometimes I pray in this language that doesn't involve the brain, the primordial brain, yes, but not the logical or the right or left brain. And also er hat über die heilige Pipe Ceremony gesprochen und er hat gesagt, wenn er betet, dann ist es so, dass es anders ist, also dass es eine andere Sprache ist, die wie benutzt wird. Ja. Also er hat gesagt, dass er in der Pfeifenzeremonie damals auch die originale, also die Ursprungssprache benutzt hat zum Beten. Und da war das erste Mal, wo er sie hier in Deutschland gesagt hat. At that particular time, Ludmilla and Dr. Uli, can't remember Uli's last name, but they remembered and Barbara remembered and they started using it. And 8 years went by and I hadn't talked to anybody about it. Also bei dieser damaligen Fortbildung oder bei dieser Zeremonie war es so, dass die Barbara und der Dr. Uli sich an diese Sprache erinnert haben und dann haben sie 8 Jahre nicht mehr darüber gesprochen. And Ludmilla sent me an email after all that time. We'd had a few emails, but she thanked me for helping her remember the language because she used it to sing to a baby beaver that was in water by her home. Also die Ludmilla hat ihm dann eine E-Mail geschrieben und hat sich bedankt, dass sie sich an die originale Sprache erinnert hat und hat ihm erzählt, dass sie die originale Sprache benutzt hat, um im Wasser einem Babybiber zu singen. So I was delighted that anybody was using it. I had not tried to pass it on to people like in a group. This is the first time I'm trying to pass it on over the internet. But as we know, everything is energy, everything is vibration. And so I'll jump ahead to about 4 or 5 years ago. Also er hat seitdem nicht mehr versucht, oder er hat noch nie versucht, das über das Internet einer Gruppe beizubringen. Er springt 4, 5 Jahre zurück. I was teaching a class about my therapy, my hands-on therapy, and I was staying with Uli over in Rosenheim, and I didn't exactly like that he brought up the original language in the class because it was a very highly professional class of people that were doctors and psychiatrists and all these things. And I thought this is a little too out there for people. But that class, we had over 35 people there, I think, and everybody remembered the language. Also damals vor 4, 5 Jahren war es so, dass er eine
Fortbildung gegeben hat für eine große Gruppe von 35 Leuten und es waren sehr viele professionelle Leute, also Ärzte, Psychiater. Und es war über seine Art der Energiemedizin und über das Tapping. Und dann wurde die Sprache auf die Originalsprache gebracht und es war ihm eigentlich gar nicht recht, weil ihm das zu alternativ war. Und dann war es aber so, dass das Thema doch da war und es haben alle 35 Leute sich an die Originalsprache erinnert. If you're a healer or a doctor and you're working hands-on on somebody, if you can can speak the original language to different parts of the body that need healing, it greatly enhances the actual osteopathic-based ways of healing. And I didn't plan on teaching it there, but when Uli asked me to explain how it would work in a healing practice, and I did, and then we had the class split in half. Half the people were on tables, half of them were working on them. And pretty soon the whole place was filled with people, some people singing, some people just speaking and focusing the vibration of our voice. And this is going to be a real key thing here. But the vibration from our voice actually brings something out of another dimension where our pineal gland is connected. And the vibration, this is how the Aboriginal or the Indigenous Australians would send healing, is through the vibration of sound. Wait. Also damals war es so, dass die Gruppe das dann lernen wollte und es ist sehr hilfreich in der Körperarbeit die Originalsprache zu können, weil man einfach auch mit Organen und mit Körperteilen kommunizieren kann. Und es war dann so, dass sich die Gruppe sehr bald in zwei Teile gespalten hat. Das heißt, die einen lagen auf dem Tisch und die anderen haben behandelt und es war sehr interessant, weil die einen haben gesungen, die anderen haben die Sprache benutzt und das Entscheidende ist die Vibration, weil die Vibration der Zugang zur anderen Dimension ist und das sagen auch die Ureinwohner Australiens, die arbeiten auch über Vibrationen, weil die Vibration die Verbindung in die nächste Dimension ergibt. Wow. That was long. Yeah, that was. I haven't taught with a translator since the last time I was over with Barbara. And so I've gotten out of the habit. You don't have to tell anybody this, but I'm just get going and I forget. So that whole class of very highly educated people remember the old original language. Now, I'm going to talk, well, go ahead and translate that. Also in dieser sehr gebildeten Klasse haben sich alle an die originale Sprache erinnert. There's a lot of names for the original language that are going around today. Back in the early Christian church, they called it speaking in tongues. However, it's not exactly that because they have a lot of rules and regulations of who can and who can't do that and how it's just that what I found is it's every human being has the ability to remember it. Also in der die originale Sprache geht schon weit zurück, aber er meint auch, dass es in verschiedenen Religionen Hinweise darauf gibt und auch in der ursprünglichen Kirche ist es so, dass es genannt wird mit wie ist der Begriff? Ich glaube mit Zungensprechen. Und es gab aber damals ganz große Restriktionen, wer das machen durfte und wer es nicht machen durfte. Und er ist der Meinung, dass wir das alle können. How do we remember it? It's in the memory in our RNA, ribonucleic acid. It's part of the DNA, and it's part of the RNA is what they're using today to make the new vaccines and stuff. But what it is there are ancestral memories in that all of us carry. Also die originale Sprache ist in uns und er sagt, dass die ursprüngliche Sprache in der RNA,
die ja in aller Munde ist über die Impfung jetzt, in der RNA mit ist. Das heißt, die RNA und auch die DNA hat Abspeicherungen unserer Dinge, die über die Vorfahren kommen. Okay, jump to current time. I was living in Arizona for a couple of years when the pandemic started, and there was a group of people, a group of healers that met together, probably about 50 people, met together every month to present healing at a healing arts fair. Also als die Pandemie startete, war er in Arizona und da war eine Gruppe von 50 Heilern, die sich regelmäßig getroffen haben. Und what was the last thing? I forgot it. A healing arts fair for like massage therapists, craniosacral. Es war eine ganz divergente Gruppe an Leuten, Masseure, Kraniosakraltherapeuten, also ganz verschiedene Heiler. During the opening group meditation, a woman spoke in the original language, and it really impressed a lot of people. Also während der Eröffnungszeremonie hat eine Frau in der originalen Sprache gesprochen und es hat eine Menge Leute sehr imponiert. And I found out that down in Sedona, Arizona, which is a very spiritual retreat place and all this, they call it the angelic language or the angels language. Also im südlichen Arizona nennen sie es die Engelsprache oder die angelische Sprache. I went to Sedona to a gathering where they were going to be practicing it, and I was shocked to see that it was being used in exactly the opposite way it's supposed to be used. Also ich bin nach Sedona gefahren, um die originale Sprache zu üben, und ich war schockiert, dass sie genau in der gegensätzlichen Richtung benutzt wurde, als sie benutzt werden sollte. It was as if it was a contest between people to speak louder, laugh louder, speak faster. It was like a big contest for ego. Also es war ein großer Wettbewerb der Egos, wer lauter sprechen konnte, wer lauter lachen konnte, wer schneller sprechen konnte. Also es war einfach ein Wettbewerb. Instead, I found that speaking the original language is one of the best ways to control your ego and put it in its place. Also er sagt, dass eine der besten Möglichkeiten, das Ego zu kontrollieren, ist die originale Sprache. Und es ist an seinen Platz zu verweisen, das Ego. I'll explain that later. Don't let me forget to explain how to talk to your ego. It's really helpful. So anyhow, I started to be exposed to the fact that there was a lot of people around there that were getting groups together and having a potluck and everybody speaking the original language to each other. And that's fine. It's not, but in Sedona, it really was a big egoic thing. Like, oh, look at me, I'm so special. Also in Sedona war es ein sehr großes Event, egoistisches Event. Seht, wie toll ich bin, seht, wie gut ich das kann. Und das widerspricht dem, wofür die originale Sprache da ist. I also heard it being called the language of the heart or the heart language. Ich habe es auch gehört, dass es genannt wurde, die Sprache des Herzens. And I like that term because I really do believe you're speaking from the brain in your heart. Und ich mag den Begriff, weil ich glaube wirklich, dass du von deinem Gehirn in dein Herz sprichst. Like I said earlier, both the brain and the heart are multidimensional
organs in our body. They react and communicate to the next dimension. And there's actually, from what I understand in quantum science, there's like 11 proven dimensions now that they've scientifically proven exist. And that's way beyond my head, but I can grab the idea of the next dimension and me being there, sending information to myself and me basically hearing it with my heart, not so much my brain. Also es gibt zwei Organe, die multidimensional sind, das Herz und das Gehirn. Und mit den Organen kann man auch in die nächste Dimension gehen. Und das ist so, dass das in die Quantenphysik geht. Und die Quantenphysik hat mittlerweile 11 Dimensionen entwickelt, deswegen oder bestätigt und deswegen auch multidimensionale Organe. Er sagt, er kann im Moment, ihm reicht es, dass er in die nächste Dimension gehen kann und ja, das andere übersteigt praktisch noch die 11 Dimensionen. I remembered it in the desert of New Mexico when I was 16 years old. Maybe I was Also er hat die Sprache erinnert, wie er 16 Jahre alt war in der Wüste von New Mexico. I've always been a spiritual person ever since I had an awakening when I was about 8 years old. Er war immer eine spirituelle Person und er hatte ein Erwachen, als er 8 Jahre alt war. But when I was out camping with a couple of friends and I had this experience in the middle of the night where I woke up and went outside into a beautiful full moon. Also er war mit einigen Freunden beim Campen und er ist in der Mitte der Nacht aufgewacht und ist rausgegangen und hat draußen einen wunderschönen Vollmond gesehen. I was so overwhelmed by the beauty of being in the desert with a full moon. I was trying to express my gratitude to the great mystery or to God. And sorry, everybody turn their phones off. I just translate and you do the rest. Also er ist nachts eben aufgewacht und die Wüste und der Vollmond waren so überwältigend, dass er seine Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrücken wollte. I started to try and maybe sing. I don't even know what it was, but all of a sudden this language started coming out of just fluent. Now, a lot of times when people start to remember it, they just remember a phrase or a few words. And don't get caught up in the idea of trying to translate it. There is a time later on where you can translate, but it won't serve you any purpose now when you're trying to remember it and just grow with it. And just like a baby learning to talk, it takes a little while and it takes practice. Just like seeing with your third eye, the babies are born with perfectly good eyes, but it takes them quite a while to be able to actually see, human babies, to actually see. Wait. Also er wollte die Dankbarkeit ausdrücken und plötzlich kam diese originale Sprache aus seinem Mund und es war ein Singen und wenn die Sprache kommt, ist es häufig so, dass im Zweifel nur ein Satz zurückkommt und dass man selber auch vielleicht gar nicht versteht, was es überhaupt heißt und man soll nicht den Fehler machen, zu versuchen, das Ganze zu übersetzen, weil am Anfang kommt das Ganze einfach nur zurück und es ist häufig so, dass man noch kein Verständnis dafür hat. Es ist genauso wie die Babys geboren werden, die das dritte Auge haben und die zwar sehen, aber das Sehen erst im Laufe der Zeit üben wieder und das praktisch zurückgewinnen, auch wie sie dann scharf sehen. Wow. You've got a good memory. I hope I got everything. So when I had this experience, I think I was 15 because I didn't have a driver's license yet. Also als die Sprache zurückkam, er denkt, er war ungefähr 15, er hatte noch keinen Führerschein.
But one of the guys, I don't think, well, one of the guys that was there understood Navajo, and he said he could hear words of Navajo. And I found when I'm speaking, a lot of times I'll recognize words from different native tribes that I happen to know in my brain, but it's not my brain speaking. It's basically my whole being, my heart. And so what I'm going to do is share with you about what it does for you. First off, wait a second. Also einer seiner Freunde, die dabei war, hat gemeint, er hat einige Wörter erkannt, die die Sprache der amerikanischen Indianer waren und der Navajo-Indianer. Und er sagt, er erkennt selber, wenn er sie spricht, dass es einzelne Wörter sind, die aus dem Indianischen kommen, aber es ist auch schwierig mit dem Kopf zu verstehen, es ist eigentlich mit dem Herzen zu verstehen. Okay. I have two things. Well, first off, forget that. I have a lot of powerful experiences, and some of you have experienced them as well, from my spiritual expression. Also er hat einige sehr mächtige Erfahrungen und auch Leute, die jetzt hier dabei sind, teilen die zum Teil mit ihm die spirituellen Erfahrungen oder spiritueller Ausdruck. I know that Barbara and Ludmilla have both experienced during ceremonies that we've done amazing miraculous interventions or confirmations from nature. Also Ludmilla und Barbara, die mit ihm gemeinsam Zeremonien gemacht haben, haben da sehr mächtige Bestätigungen aus der Natur bekommen. A lot of people have commented that I'm a very powerful spiritual person. Also viele Leute haben bestätigt, dass er eine sehr mächtige spirituelle Persönlichkeit ist. There are two things that I get my spiritual power from. Es gibt zwei Dinge, woher er seine spirituelle Kraft her hat. The first thing is my connection to nature. Nummer eins ist seine Verbindung zur Natur. And when I can't be in nature for over a week, if I'm in a city, it really hurts my spiritual power. Wenn er längere Zeit nicht in der Natur sein kann, zum Beispiel weil er in der Stadt ist, wenn es länger als eine Woche ist, dann ist es wirklich so, dass das seine spirituelle Kraft schädigt. The second thing is the original language. It gives me tremendous spiritual, it feeds me spiritually very much. Das zweite Ding neben der Kraft der Natur ist die ursprüngliche Sprache, die Original Language, weil das seine spirituelle Kraft auflädt oder füttert. Once when I was a young man, I went to a certain church and the pastor told me that it was of the devil to speak that language. Als er ein junger Mann war, ist er mal zu einer Kirche gegangen und der Pastor dort hat ihm gesagt, die originale Sprache gehört zum Teufel. So I stopped speaking it for about a year. Also hat er aufgehört, ungefähr für ein Jahr zu sprechen. And my spiritual power just diminished. My ability to do things spiritually just diminished, went away. Seine Fähigkeit, Dinge spirituell zu tun und seine spirituelle Kraft hat sich einfach massiv verringert. So I learned, and ever since then, for the rest of my adult life, I have, on a daily basis, usually when I'm driving, because nowadays everybody just thinks I'm speaking on a Bluetooth, I speak to the universe in the language. Also heutzutage ist es so, dass er die originale Sprache täglich benutzt und normalerweise während dem Autofahren
die originale Sprache benutzt. So it's, for me, one of the most powerful spiritual tools I have for connecting with my higher self or higher source, and it for communicating and getting information to help my life go smoothly, and finally for healing, when I do the healing work. Also jetzt ist es so, dass die originale Sprache dazu da ist, dass er nutzt sie, um täglich dort die Verbindung zu bekommen, seinen spirituellen Weg zu finden, aber auch um zu heilen. So, with all that being said, I found that if I'm physically present with people, the transfer of the remembering happens very smoothly, but we're going to try it on Zoom. Also wenn er normalerweise physisch anwesend ist, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass die Leute die originale Sprache erinnern, aber er probiert es jetzt über Zoom. Okay, so what I'm going to do is I'm going to speak in the language, and when I'm by myself, I speak very fast, but I'll slow it down so that you can hear it clearly. Also er wird jetzt einfach versuchen, in der originalen Sprache zu sprechen, oder er spricht in der originalen Sprache. Normalerweise, wenn er alleine ist, dann spricht er sehr, sehr schnell, und er versucht jetzt zu verlangsamen. And because everybody's on mute, you won't be embarrassed if you try singing and I find singing it is a lot easier than just speaking, but you can do it right now, right here, without anybody hearing you. Da jeder ja jetzt auf stumm geschaltet ist, kann man einfach mitsingen, mitsprechen. Und er sagt, dass es am einfachsten ist, sie zu singen. Und es braucht ja sich jetzt keiner zu schämen, weil die anderen hören es ja nicht. Okay, there was something else. I can mute myself now as well. Yeah. But before you do, there was what was I going to need reminding about? There's something I was going to say. I don't remember. Oh, well. Okay, so, and if you don't get it, don't worry about it. It's not your responsibility to try and learn it or figure it out. I've given you a lot of information. Also falls es jetzt nicht klappt, nicht verzweifeln. Er hat ja jetzt auch sehr, sehr viele Informationen weitergegeben. Also auch wenn es jetzt nicht funktioniert. Just like with a kid, they have to learn how to speak. Well, remembering it is basically learning it. So wie bei Kindern ist that's my dog, I'm sorry. That's all right. He's already singing. Wait till he hears it. Yeah, he's standing back there. Now I forgot what I wanted to say. It's like a kid. Es ist wie bei Kindern, es braucht ein wenig Übung, und man muss es einfach immer wieder versuchen. Okay. He's already singing, so he's already trying. Okay. And when I go back to speaking English, remind me to tell you a little bit more about animals and communicating with nature, because that's the way you practice. Okay. This time I write it down, otherwise I forget it. So, and tell people to just try and follow along. And it doesn't have to be the exact words that I'm using. Also einfach versuchen mitzumachen, und es müssen nicht unbedingt die gleichen Wörter sein, die er benutzt. Okay, so I have to do one thing before I start. For those of you who know the Athro technique, that's what I'm going to do. Also für diejenigen, die what Technique?
Athro, A-T-H-R-O, Athro. Also für diejenigen, die es wissen, er benutzt die, gibt es da ein Wort, Barbara? Athro? You're muted. Also es gibt kein Wort für Arthrotechnik, habe ich noch keine Übersetzung gefunden. Genau. Er wird es jetzt vorher machen, um eine bestimmte Vibration oder Schwingung zu erzeugen, sodass wir es besser lernen können. So go ahead and mute. Good. Okay. So shilakautum ka paspero shonoko ko itsne mechikuwana katise I totokui shipi tikon shanenake ke utanaka paspelo moto makawachiti shipiti shihua nante shinko unsade ila mamako wachine isekiocho chakapati sipiki shibidabakwa ansane epa ou tutokui chinakapatene amatsu kalamatpe yepatanoko shonoko ispelo ushi Tiki ashkanaka oshiri, takawa ansanakaro sho se pihiatono, alamatun shakanako tu, bijamana makata, mokao yahatane, betenaka ukalatama, anamanini mi andorogo, te shiki, sapakopo, patitipako shabidipakandariya. I'm going to do it fast. Ya tatiki di patado shalar patientera ko shamenako titi sian shanako to pidipirando malao pa iotseniki pe shipeta to kondara yeta nakada paramante she pidipkopa papa yotchon to koshile but pediminiata kada di se pro amachbara karaviriata dikari there. Turn on your microphone. Okay. I have it on. Okay. Now you guys can get. I'm going to post this on my website, and I may have a code or something so that not everybody just get on there. But if you listen to that and listen to it over and over again, and just kind of let the words come into you, and it will literally out of joy come out of your heart, and you'll be able to speak. And also er wird es auf seine Internetseite tun und es wird eventuell einen Code geben, dass die Leute es dann abrufen können und man kann das immer und immer wieder anhören und einfach in den Körper eindringen lassen und es ist so, dass es vor allem über das Herz in den Körper geht und ja, dadurch übergeht. Okay. So that's basically everything, except I am going to talk to the healers that are here, anybody that's interested in doing healing work, about how a little bit more of the technique using the original language and working on people to heal, bring physical healing. And also ich spreche jetzt zu den Leuten, die hier sind und Heiler sind und wie man die originale Sprache nutzen kann, um zu heilen. You can also bring mental healing, emotional healing. I won't go into the total technique of that because it's too much, but I'll just basically talk about what happens when we're speaking. And you could use English or German, but I found that when I'm doing healing work on people, that if I can bypass their conscious mind and speak vibrations out of my mouth into their body, this is what the Indigenous Australians have done for, like I said, 30,000 years. It actually creates, the vibration of my voice actually creates healing activity in the body, mind, heart of the person. Er sagt, dass man mit der Sprache sowohl mentales als auch emotionales Heilen machen kann und dass seine Erfahrung ist, dass mit Klienten das so ist, dass es viel effektvoller ist, als Englisch oder Deutsch mit den Klienten zu sprechen und dass es auch so ist, dass man
Bewusstsein der Patienten so ein bisschen umgehen kann, da man mit Vibrationen arbeitet und die australischen Ureinwohner schon seit 30.000 Jahren über Vibrationen heilen. Die gehen ins Herz. I'm sorry. Ja. I've used it to reprogram the subconscious mind to be free of phobias. Fear. Ich hab es benutzt, um den unbewussten Geist von Phobien zu heilen. When I first developed this technique, I would speak Cherokee because very few people know Cherokee. Als ich das erste Mal das Ganze benutzt habe, habe ich Cherokee benutzt, weil nur sehr, sehr wenig Menschen Cherokee verstehen. And I could speak English to a lot of you that don't speak English, and you do the same thing, but it's not as effective as the original language. Und ich kann auch Englisch zu euch sprechen, wenn viele von euch nicht Englisch sprechen, aber es ist nicht genauso effektvoll wie die originale Sprache. What I discovered over the years is that while I was speaking a language I understood, Cherokee, my brain, my mind was activated. I was translating in my mind what I was saying. So I would only say really beautiful affirmations. Also als ich trainiert habe und Cherokee gesprochen habe, habe ich in meinem Geist immer wieder übersetzt und ich habe nur sehr schöne Sachen gesprochen. But when we're doing healing, we want to do energy healing from a higher source than our own logical mind. Aber wenn wir Energie heilen machen wollen, dann machen wir das von einer höheren Quelle. So I found eventually that using the original language was much more effective at bringing healing into somebody's body or into their mind, because their mind wasn't arguing with what I was saying. Also ich habe festgestellt, dass Heilung über die originale Sprache viel, viel effektvoller war, weil der Geist nicht argumentieren konnte oder dagegen argumentieren konnte. So basically, what we're doing is creating a vibration that transmits something from our subconscious into the 3D world. Also das, was wir eigentlich machen, ist, dass wir etwas aus dem Unbewussten in unsere dreidimensionale Welt überfließen lassen. So that's pretty much it in a nutshell. Now I see there's a bunch of chat here. So if anybody... We had two things that we should remind you of. The one is communication to animals, and the other one that you said before was that you wanted to tell how to speak to the ego. Oh, that's it. Ego. That was the really important one. Okay. First, nature, all of nature. You know, I gave the example of what Ludmilla experienced with the baby beaver. Zunächst das Sprechen mit der Natur, und er wollte nochmal erzählen, was die Ludmilla erlebt hatten mit dem Babybiber. I have been hiking in the mountains. I live way up I'm out in nature where I live. Also er lebt ziemlich weit draußen in der Natur, ziemlich weit oben in den Bergen. I hike in the wilderness area where there's very little interaction with humans and animals. Also er wandert in Gegenden, wo es sehr wenig Interaktion ist zwischen Menschen und Tieren. So when I'm hiking, I oftentimes encounter animals and sometimes I startle them. Also er begegnet, wenn er wandert, sehr häufig Tieren oder manchmal schreckt er sie auch auf. What I found is if I sing to them in the original language or just speak to them, they calm down and they many times come right up to me.
Also wenn er ihnen begegnet und zu ihnen dann in der originalen Sprache singt, dann beruhigen sie sich sehr, sehr schnell und ganz oft kommen sie auch näher. I sang to a female deer one time, and she walked next to me for over a half mile. Also er hat einmal zu einem weiblichen Weißwedelhirsch. danke, gesungen und sie ist dann eine halbe Stunde, eine halbe Meile neben ihm hergelaufen. I have talked to birds and have them come over and land on my finger. Also Wow. er hat zu Vögeln gesprochen und hat sie dadurch dazu gebracht, dass sie rübergeflogen sind und auf seinem Finger gelandet sind. I sang to a young fox, and it lay down 10 feet away from me and folded its arms, put its chin down, and went to sleep. Also er hat zu einem jungen Fuchs gesungen und der hat sich 10 Feet, also 3 Meter von ihm entfernt hingelegt und hat die Vorderpfoten überkreuzt und hat sich hingelegt und hat geschlafen. These are common experiences for a lot of people that speak to the animals or birds with the original language. Das sind ganz typische Erfahrungen, die Menschen haben, die zu Tieren mit der originalen Sprache sprechen. The animals and birds and spirits and angels did not forget the original language. Tiere und Menschen und die Engel haben die originale Sprache nicht vergessen. So, yeah, he's saying, "Mom, come on, take Yes. this walk." Okay, so that's you just have to try it and experiment with it, and you will see that the animals will respond to you. Man muss einfach nur damit spielen und schauen, wie die Tiere darauf reagieren. Und I think Dirk has a question. How do I know that it is not my ego playing theater for me? Because of the results. You will see results with an animal or with. I had a guy down in Arizona that he had learned about this when he was in a Christian church, and they told him it was speaking in tongues, and he liked it. He liked it, and his wife, he got married, and his wife didn't like it, and she told him, "Don't do that around me." So he stopped doing it. And when I met him, I explained to him what it was, and it wasn't just this dogmatic religious thing. Also der Dirk hat die Frage gestellt, woher weiß man, dass es nicht das Ego ist, das einem was vorspielt? Und die Antwort ist durch die Reaktionen, die man von den Tieren bekommt. Und er erzählt jetzt von einem Mann, den er getroffen hat, und der war auch in der Kirche verankert und hat gelernt, die originale Sprache. I'm sorry. No, don't worry. Sounds good. Wait. Die originale Sprache zu lernen, und er hat es auch immer wieder benutzt, und dann hat er geheiratet und seiner Frau hat das nicht gefallen, also hat er aufgehört, sie zu benutzen, und dann hat er den Jim getroffen und der Jim hat ihm erklärt, um was es sich überhaupt handelt, was er da gemacht hat. His wife heard the description and saw that it wasn't some religious thing, and so she started to remember it and started speaking to cows. Also seine Frau hat es dann auch gehört, die Erklärung vom Jim, und dann hat verstanden, dass es nicht irgend so eine religiöse Sache war, sondern was anderes, und hat dann auch sich daran erinnert, wie die originale Sprache geht, und hat angefangen, zu Kühen zu sprechen. And what she found is if she walked up to the cows over the fence, they ignored her until she started to speak to them in the original language.
Also was sie festgestellt hat, ist, dass wenn sie über die Weide zu den Kühen gegangen ist, dass die Kühe sie normalerweise ignoriert haben, bis sie angefangen hatten, mit ihnen in der originalen Sprache zu sprechen. If she spoke to them in English, they ignored her. Wenn sie mit ihnen in Englisch gesprochen hat, haben sie sie ignoriert. Now about the ego. What I discovered is the ego dwells in our brain, in our mind, and it tells us things. Also nun zum Ego, und das Ego ist so, dass es in unserem Kopf ist, und das Ego teilt uns Dinge mit. I was on my way to a gathering of people in Arizona, and I only knew 2 of them. Also er war auf einem Weg zu einer Versammlung in Arizona, und er kannte nur 2 von den Leuten dort. I was thinking in my mind, I was having a dialogue with myself in my mind about how I was going to present myself to these people. Also er hatte innerlich einen Dialog mit sich selbst, wie er es am besten machte, sich vor diesen Leuten zu präsentieren. I actually was coming up with a script of how I was going to explain to people who I am, what I do, because I wanted to impress these people, and that was ego. Also er kam mit einem Skript auf, wie er sich diesen Leuten vorstellt, wer er sei, was er tat. Und das war praktisch das, was das Ego getan hat. When I recognized that what I was thinking was based in what people would think of me and how I was going to try and impress them, I realized that that was my ego. And I said to my ego, stop talking. Also er hat dann realisiert, dass das Ego sich überlegt hat, wie er am besten diese Leute beeindrucken konnte und was er denen präsentiert. Und er hat dem Ego gesagt, es soll aufhören zu reden. My ego didn't stop talking in my head. It kept going. Das Ego hat in seinem Kopf nicht aufgehört zu reden. Es ist einfach, hat einfach weitergemacht. So I said out loud as I was driving, something like, you know, Alanom, when you're speaking in the original language, your brain is shut off and it's something else that's a higher part of you that is speaking. You can't think it. Also er hat dann angefangen im Auto mit seinem Ego zu sprechen und hat auf die originale Sprache gewechselt, und die originale Sprache kommt von einem höheren Ort, und das Gehirn kann da nicht folgen. So I discovered that as long as I'm speaking out loud in the original language, my ego is shut off, my brain is shut off. You're still driving and using your brain, but that part of the ego can't talk at the same time. Also er hat festgestellt, wenn er dann weitergesprochen hat in der originalen Sprache, dann hat das Gehirn praktisch wie ausgeschalten. Er konnte zwar das Gehirn weiter benutzen, um zu fahren, aber das Ego konnte nicht, oder das Ego konnte nicht antworten und dagegen reden. So I've learned to identify the voice of my ego, which I used to think was my own thoughts, and I shut it down by speaking the original language whenever I get that going on in my head. Also er hat dadurch festgestellt, wie er sein Ego identifizieren kann und wie er die Gedanken ausschalten konnte, die in seinem Gehirn waren, indem er die originale Sprache gesprochen hat. Okay, now for a little what we call housekeeping. Also jetzt eine kurze Information, was heißt aufräumen oder den Haushalt schmeißen. Just wrapping up this talk. And what I want to say is, I know that you're all going to have a lot of questions. And I think maybe we might do a follow-up meeting like this. It won't be as long because you already know all these basics. But I wanted to give you my email address because there's a whole bunch of you
And you can send me an email and then I'll have your address. But if you have questions for me, it's real simple. It's all one word. It's jimtree3 with the numeral 3 at yahoo.com. So it's JIMTREE3, the numeral, at yahoo.com. Also wenn jetzt Fragen da sind, es werden wahrscheinlich viele sein, dann biete dir an, man kann noch mal Nachfolge so machen. Das wird dann nicht so lang sein wie das jetzige, weil die Basics ja schon da sind. Aber es dürfen alle sehr, sehr gerne ihm eine E-Mail schreiben und der Dirk hat es gerade schon reingeschrieben in den Chat. Die E-Mail-Adresse ist jimtree3@yahoo.com, also Jim, J-I-M, Tree wie Baum, T-R-E-E 3@yahoo.com. Okay. Now, for those of you that want to get the download link for this recording, this video, it'll be posted on my website, which is www. all one word coming up, worldtreeway.com. Also die Aufzeichnung von dem Vortrag jetzt wird auf seiner Homepage sein und die Barbara hat jetzt reingeschrieben. Die Homepage ist www.world. Da ist ein Fehler drin, Barbara, oder? Worldtreeway.com. Jetzt, genau. Right. And Barbara and Dirk both typed it up there. So yes. Okay. The other thing is I have a lot of resources, teaching resources. Some of them are just recordings, some of them are videos on my website. So if you want to go through and learn some other things that I teach, they're there. And then the last thing is, if anybody wants to make a contribution, if you got a lot out of this today, and I know several people already have, but you can, there's a link in the email that I sent out that'll take you to a page in my website. It's under resources, I think. And at the very top in the middle, like we have little boxes here, the very top in the middle is a donate button. Ja, Yeah, resource library. Also Thank you. es sind auf seiner Internetseite noch andere Beiträge, die man aufrufen kann. Und als letzte Sache, der Vortrag heute ist so, dass er gerne auch Spenden dafür nimmt. Und es ist in der E-Mail in der Mitte ein Link, wo man die Spenden geben kann. Oder auch unter der Internetseite, glaube ich, da ist es auch drauf. Und die Barbara hat auch noch mal drauf geschrieben, was auf der Internetseite die Resource Library, das ist praktisch da, wo man was er schon so alles an Vorträgen gegeben hat, wo man das angucken kann. I'm just looking at the chat right now to see if there's any questions I need to answer. Not yet. Okay. Well, The thank you. one that I asked from Dirk. Yeah. Okay, I'll finish with that then. You will learn the difference between your ego and your own mind by doing this. And I know that in your case, I think that I'll just say this, Dirk is a very well-grounded man, a spiritual man. And I believe his connection to nature is a very strong spiritual connection. As with, I could list a bunch here, Barbara, and on. But that grounding, I believe, is what helps us keep our ego in check. Now, we can't get rid of our ego because it's part of the psyche that we have as human beings, but we can definitely control it. And as you learn to disconnect from your brain when you're speaking. Now, I will add one last thing. Should I translate that? Yeah.
Okay, also die Unterscheidung zwischen Ego und dem Selbst. Er hat jetzt nochmal gesagt, dass das dem Dirk auf jeden Fall gelingen wird, weil er den Dirk kennt und der Dirk sehr geerdet ist und eine sehr gute Verbindung zur Natur hat. Und auch andere Leute, die jetzt da dabei sind, diese Verbindung sehr, sehr gut haben. Und er sagt, dass alle lernen werden, durch das Benutzen der originalen Sprache zu unterscheiden zwischen Ego und Verstand und dem Selbst und dass es immer leichter sein wird, das Ego zu kontrollieren. Und dass einfach das Ego aber trotzdem ein Teil unserer Psyche ist, der aber eben nicht im Vordergrund stehen darf. Okay. There's one more question coming. Okay. Let me scroll down here and okay, while we're waiting for that question to come in, I did want to say that you can use the original language to communicate with your own higher super consciousness and get answers to situations in your life. And what happens is while you're speaking, and when you're done speaking, you get an answer back as an intuition in your head. Also man kann die originale Sprache auch benutzen dafür, dass man mit dem höchsten oder dem also mit dem Höchsten draußen kommuniziert. Das heißt, man kann auch eine Frage stellen und die Antwort kommt in der Regel als Intuition im eigenen Kopf zurück. Okay. As an example, real quick example, when I moved back into my house, when I came back from Arizona and I'm up in Montana now, the well had gone dry. The person who was renting from me had wasted a lot of water and I needed water or I couldn't live here. So I went out to there's a little creek that runs through the property and I talked to the creek as if it was an entity. I spoke to it in the original language. And then I did what's called the Athro technique, which you can find on my website. I did this technique, which is based on quantum science and osteopathic science and indigenous Australian shared traditions. You do something physically. And I asked the water, basically after speaking with it, I said, what is the solution to my situation? And I immediately got an answer back in my head, an intuition that said, go walk to the end of the property. It's about 10 acres in, I don't know how many hectares that is, but I walked down there and I found a well, well, not a well, I found some piping that went from water from the creek and went underground and went all the way to my yard where my well is drilled down into the yard. And what I did is I cleaned it out and I had the water running out down there for a couple of months on top of the ground above my well. I better let you translate. Also er wollte ein Beispiel noch bringen. Er ist zurückgezogen von Arizona nach Montana, wo sein Haus ist. Und es war monatelang vermietet und der Mieter ist sehr verschwenderisch mit dem Wasser umgegangen, so dass der Brunnen leer gelaufen ist und es war kein Wasser mehr da. Und er hat über das Grundstück einen Graben laufen. Und da ist er dann hingegangen und hat in der originalen Sprache dort mit dem Graben gesprochen und hat die Atro-Technik auch noch verwandt und hat das Wasser gebeten, was er tun soll. Und er hat sofort eine Antwort in seinem Kopf bekommen und hat die Intuition bekommen, dass er an den Rande seines Grundstücks geht, das 10 Hektar groß ist. Und da ist er dann hingegangen und dort hat er
den Graben gefunden und von dem Graben ging ein Tunnel ab, der praktisch zu dem Brunnen ging, der auf seinem Grundstück ist und das Wasser ist dann, I didn't get the last thing, Also er ist dorthin gegangen an den Rand und da hat er eine Leitung gefunden, die von dem Wasserlauf, von dem Fluss, der in der Nähe ist, mit einem Rohr ging bis zu diesem Ausgang und dann hat er das Rohr wieder sauber gemacht und so hatte er dieses Wasser von dem Fluss anstatt des Brunnenwasser für eine Zeit lang. And for 2 months, I let that water run onto the ground above the well, and it soaked down in slowly into the ground, and it completely recharged the aquifer. And I've had all the water I can use ever since. Und er hat das Wasser dort 2 Monate über den Boden laufen lassen und das Wasser ist so weit eingedrungen, dass es auch den Brunnen wieder aufgefüllt hat und er hat seitdem immer Wasser gehabt. There's a saying Jim? from quantum. Jim, there is a question in the chat. Okay, The last one. I see it and I'll answer it, but I just finished this. There's a thought in quantum sciences and quantum mechanics especially that says all human challenges or problems, all human problems are created and supported by the solution that already exists in hyperspace. Also in der Quantenphysik gibt es eine Vorstellung, dass alle Probleme dadurch geschaffen werden, dass die Lösung bereits im Hyperspace vorhanden ist. So to be able to solve human problems, all we have to do is access the solution that already exists. And my water problem was a good example. The solution was already there, but I didn't find it until I got information from hyperspace to tell me where to go look and what to do. Also es ist ganz einfach, die menschlichen Probleme zu lösen, einfach indem wir in den Hyperspace gehen, wo die Lösungen bereits da sind. Und es ist auch das, was er erlebt hat mit dem Wasser. Die Lösung war bereits da und er musste eigentlich nur noch den Hyperspace betreten, um die Antwort zu bekommen. Okay, and I'll answer this question. And also, Christina. Yeah, it is wonderful to see you guys, and I look forward to talking to both of you about your experience with the long distance healing. I really believe that this is we're in a whole new world, and everything's different than it was 2 years ago, and it's not going to go back. We're going to learn all these new ways of doing things. But anyhow, the question is, how would I share about the inner speaking of the universal language and the outer speaking also in healing work from Myra? This is interesting because the first thing I'm teaching you guys about is how to remember the original language and then how to use it in healing. Now, sometimes there's people that think that you're nuts if you start speaking an unknown language to them and talking to their body while you've got your hands on their head or neck or whatever. So what I did is I developed. Wait. Also er hat angefangen, uns ja über die originale Sprache was zu erzählen und auch, wie es angewandt wird in der Heilung. Und es gibt Leute, die glauben, man wird verrückt, wenn der Behandler die Hände auf dem Klienten hat und gleichzeitig in einer unverständlichen Sprache spricht. So what I did is I developed, First off, the way that the healing works is through vibration of sound. Also die Art und Weise, wie die Heilung erfolgt, ist durch die Vibration von Klang. Vibration is what created everything that is, and that's the legend or story from the Australian, indigenous Australians, as well as quantum science. Everything is vibration and is created from vibration.
Also alles ist Vibration und alles wird aus Vibration geschaffen und es ist sowohl die Ansicht der Quantenphysik als auch das Wissen der australischen Ureinwohner. So what we need to do to create healing in a physical body or other parts of the being is we need to get energy, vibration from hyperspace and bring it through the veil into this dimension, into that body. Also was wir machen müssen, um Heilung zu erreichen, ist, dass wir Energie aus dem Hyperspace bringen müssen durch ein Gefäß und in den Körper bringen müssen, der vor uns liegt oder der da ist, der geheilt werden soll. And it doesn't take a lot of vibration. All you have to do is get a little vibration. And that's how I developed the Athro technique. Und alles, was man machen muss, ist Vibration zu erzeugen. Und es genügt ein wenig Vibration, also es muss nicht viel sein. Und das ist das, wie er die Athro-Technik entwickelt hat. So what I do is, instead of speaking, if I have a client on the table that is comfortable with me speaking in a different language, then I'll use it. Also was er macht, ist, wenn ein Klient sich wohlfühlt damit, dass er in einer unverständlichen Sprache spricht, dann benutzt er sie. But if I have somebody who is not open to that kind of thing, I do something else. Aber wenn er jemanden hat, der dann nicht offen ist dafür, dann macht er etwas anderes. I think the thoughts in my mind of what I want to accomplish. Also er denkt die Gedanken in seinem Kopf, was er erreichen möchte. I stick my tongue to the roof of my mouth, and if you want to learn about that, exactly where, that's other information. But I put my tongue to the roof of my mouth and push up, and that excites or stimulates the pineal gland. Und er drückt die Zunge oben gegen seinen Gaumen und das wird wiederum fortgeleitet zur Zirbeldrüse. Oder stimuliert die Zirbeldrüse. And then I send the thought into my physical heart. Und dann schickt er den Gedanken in sein physisches Herz. And then I nod my head forward and drop my tongue and I make a noise. Und dann lässt er seinen Kopf nach vorne fallen und macht ein Geräusch. I make a sigh of relief. Er macht einen Seufzer der Erleichterung. Like this. Ah, it's a good sigh. It's like, oh, that feels good. And I don't always do it very loud. Sometimes I just make a little, and I have music playing in my office so lightly, and so people don't hear me, just make that, and that's all the vibration that's needed to get the thought out of your head and your heart into the person. And also er macht den Seufzer der Erleichterung und er hat Musik in seinem Büro laufen und man hört es kaum und man kann es auch ganz leise machen und was es macht, ist, dass es den Gedanken aus dem Kopf und dem Herzen in den Patienten transportiert. There's more to it, but that's how I get it. Like if I'm just thinking it and get it out, I just have to make a little. I don't know if you can hear that. That's a whistle, but anything will work. It'd be really powerful if you used a didgeridoo. Also es reicht, wenn man dieses leise Geräusch macht, wie es gerade gemacht hat. Das reicht aus, um den Gedanken zu transportieren und es wäre natürlich auch gut, ein Didgeridoo zu benutzen. Does that answer the question? Okay. All right, everybody. We went to an hour and a half about. If I didn't think about it, but I could have taught all this in probably 45 minutes, but we had to do the translation, which, Verena, I applaud you.
You did an excellent job. Thank you. Thank you all Not for- always, but hopefully everybody understood it. Yes. And like I said, if you want to, if anybody wants to send me an email, ask a question or whatever, I'm happy to do that. It just might take me a couple days to get the answer back to you, as Dirk knows. Also wenn irgendjemand Fragen hat, einfach gerne eine E-Mail schreiben. Es kann aber auch sein, dass es ein paar Tage dauert, bis er eine Antwort schickt. Well, I'm seeing people saying thanks, and I wanted to mention one. Kat, who's in Colorado, is one of my oldest and dearest friends, and she has worked with me and experimented with me about how to develop the Athro technique. And she is a very good co-creator. And that's the key of all this, is that we don't just create it with our brain and our cells. We co-create it with the help of other beings, other maybe like Barbara, maybe her Athro. And I only use the word Athro, just had to have a word, but her higher self. I've actually worked with people with doing healing or whatever with their higher self. And I just call them their Athro. There's a young gal down in Arizona that says, I don't have an Athro, I have a Sophia. Also er möchte die Cat noch erwähnen, die in Arizona ist, und er hat viel davon mit der Cat gemeinsam entwickelt, und er nennt es Co-Entwickler, und wir brauchen alle am besten Co-Entwickler, weil wir da am besten Dinge entwickeln können und gemeinsam entwickeln, und wir sind alle aufeinander angewiesen. Und er hat der Technik oder auch diesem Entwickeln einfach den Namen Athro gegeben, und er hat jemanden getroffen, der gesagt hat, bei mir ist es nicht Athro, sondern bei mir ist es, what was it, Jeanette? No, Janet. What was the name? Sophia. Sophia, I'm sorry. Also es war, der Name war Sophia, und es ist die Möglichkeit, mit dem höheren Selbst zu kommunizieren. So, and I also see that my very dear friend and business partner and a very gifted healer, Janet, is sending thanks to both you, Verena, and me, Jim. And I'm really excited that she was on here too, because she and I have worked together for several years and done healing sessions on people, but I know that she's really wanted to remember the original language. And I'll be seeing her for New Year's. She's going to cook a big dinner for a bunch of people. And anyhow, so. Er wollte noch sagen, die Janet war auch anwesend. Sie war lange Zeit eine Geschäftspartnerin, und er hat viele Heilungssitzungen mit ihr gemeinsam gemacht, und er findet es auch ganz toll, dass sie jetzt auch da war, und sie wird für ihn ein Neujahrsdinner kochen. Okay, I'm going to stop the recording and end the meeting. And I'm sure a lot of us will be talking, and I'm sure that a lot of you will be talking in the original language. Oh, one last thing. Barbara has invited me to come over to Bavaria in March and April. And yeah, and you're muted, We Barbara. can't hear you, Barbara. Du bist auf Stumm, Barbara. Anyhow, Also er kommt am Ende März, Anfang April. excuse me, but anyhow, so if everything holds as far as travel and all these things and our plans are good, taken care of, I will be over there. And it looks like I'm going to make a short trip to the south of France as well. And originally I wasn't going to come over for very long, because in the past that, you know, you could get stuck. It would have been really bad if I had made my original trip 2 years ago. One day before I flew out, Germany shut their borders, and it was really good for me that they did that. Or poor Barbara would have had a roommate for months and months.
So I will be, it looks like everything's in place, and I will be coming over there, and who knows what all is going to happen. Teach some classes. All right. Thank you, everybody, for being so patient, and for all of you that worked hard on this. And I'm going to end this and go to my website. Give me about a day, and you can go to my website and download the video. You want to translate that? Also wer will, kann, also er braucht ungefähr einen Tag und dann kann man zu seiner Homepage gehen und kann den Vortrag downloaden. I'm just looking at the chat box. Okay. Goodbye, everybody. Thank you so much. And it was a good experience for me to go through it. Have to stop and think. All right. Bye-bye. Thanks. It was great. Bye. Very happy you come. Yeah.